Heute wechsle ich die Ölwarndichtung an meinem E60. Der hat den M54B25 Motor verbaut. Viel Spaß! Öl habe ich schon abgelassen. Als erstes muss der Ölmessstab mit dem Führungsrohr unten an der Ölwanne raus. Aber bevor man da rankommt, muss der Luftfilterkasten und der Ansaugschlauch raus. Fangen wir mit dem an. Stecker vom Luftmassenmesser, leicht anlupfen und abziehen. Den Ansaugschlauch ab. Die beiden Schrauben mit einem T30 Torx rausschrauben. Jetzt nur noch die Nase da unten wegdrücken und den Luftfilterkasten da oben rausnehmen. Nun den Ansaugschlauch raus. Das ist eine fummelige Angelegenheit. Erstmal den Schlauch hier ab. Als nächstes müssen zwei Schlauchstellen ab. Die eine sitzt auf dem dicken Schlauch hier und die andere auf dem dünneren hier. Das kann man leider nicht mitfilmen, da gerade mal Platz für eine Hand ist. Da muss man hier zwischen und dann kommt man von unten ran. Ich baue das Teil mal schnell aus und zeige es euch im ausgebauten Zustand. So, jetzt sieht man die Schlauchstellen, die muss man lösen. Am besten mit einer kleinen Ratsche und einer 6er Nuss. Wenn man die weit genug gelöst hat, einfach abziehen. Als nächstes den Rücklaufschlauch, der da unten ans Führungsrohr vom Ölmessstab rangeht, abziehen. Dann die Schraube mit einer 13er Nuss hier abschrauben. Das ist der Halter vom Führungsrohr. Danach das Führungsrohr nach oben rausnehmen. Um die Ölwanne rauszubekommen, muss man den Vorderachsträger um ca. 10 cm absenken. Darum müssen die zwei Muttern vom Motorlager mit einer 16er Nuss abgeschraubt werden. Die eine sitzt hier und die andere auf der anderen Seite hier. Dann muss noch der Motor mit der Motorbrücke abgefangen werden. Das heißt, man müsste das hier alles ausbauen, hier alles weg, die Zugstrebe weg, um an die zweite Aufhängungsöse vom Motor ranzukommen. Die sitzt nämlich hier drunter. Normalerweise würde es reichen, wenn man den Motor an dieser Öse hier vorne abfängt. Aber dafür müsste man die Motorbrücke hier auf die Scheinwerfer draufsetzen. Und das geht natürlich nicht. Außer man hat ein paar dicke Hölzer. Die kann man hier über diese Kante legen. Die ist stabil genug. Und hier ist es sowieso stabil. So, jetzt kann man schön die Motorbrücke drüber legen und den Motor abfangen.
vergessen. Den Motor solltet ihr mit der Motorbrücke ca. 10 mm anheben. Das macht sie später besser. Machen wir die Klappe zu und dann geht es von unten weiter. Als nächstes kommt der Unterfahrschutz ab. Bei mir ist er schon wieder mal ab. Ich baue die Dinger mal ab und verstaue die irgendwo hin. Ich weiß ja auch nicht. Na, wenigstens ist die Versteifungsplatte dran. Ohne die sollte man mit dem Wagen nicht fahren. Die muss jetzt aber ab. Dafür schrauben wir mit einer 16er Nuss die 5 Schrauben raus. Ich zeige euch jetzt erstmal, warum ich die Ölwanddichtung bei mir neu mache. Schaut euch das mal an. Das suppt hier überall raus. Und hier vorne auch. Die ist echt überfällig. Um den Vorderachsträger abzuschrauben, müssen pro Seite 3 Schrauben raus. Aber an die mittlere Schraube kommt man nicht ran, weil die Abdeckung vom Lenkgetriebe davor sitzt. Also muss man die auf beiden Seiten abnehmen. Dafür schrauben wir mit einer 8er Nuss die 3 Schrauben raus. Ich habe das Rad abgenommen, um besser filmen zu können. Das braucht ihr nicht machen. Auf der anderen Seite macht man das Gleiche. Den Stecker vom Wandler abziehen und hier ausklipsen. Die Leitung kann man einfach so hängen lassen. Dann den Stecker vom Höhenstandssensor abziehen und nach oben durchschieben. So dass er nicht stört. Als nächstes die Lenkspindel vom Lenkgetriebe trennen. Dafür schrauben wir mit einer E10er Nuss die Klemmschraube hier ab. Dann kann man die Lenkspindel abziehen. Markieren braucht man die nicht, die passt nur in einer Position. Bevor man die Schrauben vom Vorderachsträger rausschraubt, muss man den erstmal abstützen. Ich mache das mit einem Getriebeheber. Wenn man das mit Auffahrrampen oder Böcken macht, mit einem Wagenheber. Aber auch nur ganz leicht gegendrücken, sonst fällt euch das Auto hinten von der Bühne runter. So, jetzt kann man die 3 Schrauben pro Seite mit einer 18er Nuss rausschrauben. Auf der rechten Seite sitzen die hier, hier und hier. Und auf der linken Seite hier, hier
und hier. Der Vorderachsträger kann nun abgelassen werden. Circa 10 cm sollten reichen. Beim Ablassen immer darauf achten, dass Schläuche und Leitungen nicht geknickt oder gebogen werden. Also schön langsam runterlassen und beobachten. Wer ein Schaltgetriebe hat, kann jetzt die Ölwanne abschrauben und abnehmen. Wer ein Automatikgetriebe hat, so wie ich, der muss die Ölleitungen von der Ölwanne hier abschrauben. Das geht am besten mit einer 13er Nuss. Dann noch den Halter für die Ölleitungen hier abschrauben, auch mit einer 13er Nuss. Danach kann man die Ölleitungen rausnehmen. Da kommt meistens Öl mit raus. Am besten, man legt den Boden aus und nimmt sich einen alten Lappen zum drunterhalten. Geht nicht, hol mal ein Stück Draht. Eine Stunde später. Hier. Nochmal kurz zu den Ölleitungen. Ihr müsst aufpassen, dass auf keinen Fall Dreck hier reinkommt. Und die beiden O-Dichtringe, die hier drin sitzen, würde ich auf jeden Fall neu machen. Hier sind die O-Dichtringe. Die sind über die Jahre total hart geworden. Der eine ist mir beim Rausnehmen schon zerbrochen. Ein Wunder, dass die noch einigermaßen dicht waren. So, jetzt kann man die vielen Schrauben mit einer 10er Nuss abschrauben. Es sind genau 25 Stück. Diese beiden hier drin nicht vergessen. Dann haben wir noch von der Getriebeseite 3 Schrauben. Die schraubt man mit einer E10er Nuss ab. Wenn man alle 28 Schrauben rausgeschraubt hat, kann man die Ölwanne abnehmen. Manchmal klebt die ziemlich fest. Dann kann man den Schlitzschraubendreher hier zwischen gehen und die vorsichtig ablösen. Ölwanne ist raus. Ist ein bisschen Fummelei, aber ohne Probleme machbar. Jetzt das restliche Öl noch raus und alles schön sauber machen. Vor allem die Dichtfläche, die muss glänzen. Das gleiche am Motorblock. Hier auch die Dichtfläche schön sauber machen. Wenn alles sauber ist, muss man im Bereich der 4 Trennfugen hier
hier und hier oben Dichtmaße auftragen. BMW schreibt 3 Bond 1209 vor, aber jede andere Silikonflächendichtung, die hitzebeständig ist, tut's auch. Tragt die nicht zu dick auf, so circa 2 mm reichen völlig aus, sonst landet das Zeug im Motor und das ist nicht so gut. Jetzt kann die Ölwanne mit der neuen Dichtung wieder rein. Die 25 Schrauben werden mit 10 Newtonmeter festgezogen und die müssen auch zuerst festgezogen werden. Erst danach werden die 3 Schrauben von der Getriebeseite mit 24 Newtonmeter festgezogen. Eine Anziehreihenfolge gibt es sonst nicht. Den Einbau filme ich jetzt nicht mit, weil es ca. 10 Minuten dauert und das ist zu lange und für euch zu langweilig. Und wenn ich es so stark verschnellere, sieht man von dem Einbau eh nichts. Das hat man schon beim Ausbauen gesehen. Also baue ich die schnell ein und wir sehen uns in einem Bruchteil einer Sekunde wieder. Zack, da bin ich wieder. Ölwanne ist drin. Jetzt geht's mit den Ölleitungen weiter. Ich habe euch ja gesagt, dass man die O-Dichtringe erneuern sollte. Man kann die bei BMW kaufen oder man hat so ein O-Ring-Sortiment. So ein Satz kostet 10 Euro. Und wenn man am Auto schraubt, braucht man sowas immer. Hier ist die richtige Größe drin. Die Dichtringe auf die Leitung drauf. Und mit Öl leicht benetzen. Dann die Leitungen wieder rein. Halter drauf, Schraube rein und mit einer 13er Nuss und 23 Newtonmeter festziehen. Vorne noch den Halter für die Ölleitungen an der Ölwanne festschrauben, auch mit einer 13er Nuss und 23 Newtonmeter. Als nächstes den Vorderachsträger wieder hochpumpen. Darauf achten, dass man mit den Gewinden die Löcher gut trifft. Alleine ist das schon ein ganz schönes Gefummel, aber es geht. Jetzt die 6 Schrauben reindrehen, bis die anliegen. Die 4 lang vorne und die 2 kürzeren hinten. Die werden mit einer 18er Nuss und 100 Newtonmeter festgezogen. Wichtig ist, dass man zuerst die beiden vorderen festzieht, danach die 4 hinteren. Der Getriebeheber kann jetzt weg. Jetzt kommt die Lenkspinne wieder aufs Lenkgetriebe. Die geht teilweise schwer drauf. Da kann man mit einem Gummihammer mit leichten Schlägen nachhelfen.
Die Klemmschraube muss immer erneuert werden. Die wird mit einer E10er Nuss und 22 Newtonmeter festgezogen. Den Stecker für den Höhenstandssensor wieder drauf. Stecker für den Wandler drauf. Und hier wieder einklipsen. Als nächstes die Abdeckungen vom Lenkgetriebe wieder rein. Die Schrauben nur handfest anziehen, denn nach fest kommt lose. Jetzt kommt die Versteifungsplatte wieder dran. Hier soll man die Schrauben und Einsteckmuttern erneuern. Aber ich mache das nicht. So oft wie man die immer wieder abnimmt, da wird man ja arm bei. Die Schrauben sollen ja mit einer 16er Nuss und 56 Newtonmeter angezogen werden und dann mit einem Drehwinkel von 90 Grad festgezogen werden. Ich mache bei mir ein paar Grad weniger, ca. 70 bis 80 Grad. So knacken wir die Schrauben nicht weg und es funktioniert ohne Probleme. Aber wie gesagt, laut Hersteller müssen die Schrauben und Einsteckmuttern neu. Für die Leute, die ihren Unterfahrschutz so hinlegen, dass man den wiederfindet und die kein Automatikgetriebe haben, jetzt dran bauen. Dann geht's von oben weiter. Die Motorbrücke kann weg. Jetzt die beiden Muttern vom Motorlager auf beiden Seiten rein. Das sind selbstsichernde Muttern, die sollten immer erneuert werden. Die werden mit einer 16er Nuss und 56 Newtonmeter festgezogen. Als nächstes das Führungsrohr für den Ölmessstab wieder rein. Den neuen Dichtring drauf. Und mit Öl benetzen. Den Rücklaufschlauch nicht vergessen, hier wieder raufzustecken. Die Schraube wird mit einer 13er Nuss und 22 Newtonmeter festgezogen. Ansaugschlauch wieder rein. Einfach die beiden Schläuche draufstecken und die beiden Schellen festziehen. Den Schlauch wieder drauf. Luftfilterkasten wieder rein. Darauf achten, dass die Nase hier einrastet.
Ansaugschlauch drauf, Stecker vom Luftmassenmesser drauf, die beiden Schrauben rein. Die werden mit dem T30 Torx handfest festgezogen. So, die Leute, die ein Schaltgetriebe haben, sind jetzt fertig. Diejenigen, die ein Automatikgetriebe haben, so wie ich, müssen noch den Ölstand vom Automatikgetriebe kontrollieren, weil ja durch die Ölleitungen abbauen etwas verloren gegangen ist. Das Kontrollieren ist nicht so einfach. Als erstes den Wagen waagerecht auf der Bühne leicht anheben. Man muss die Getriebetemperatur messen. Das kann man über einen Tester oder mit so einem Infrarotthermometer. Jetzt den Motor starten. Alle Gänge durchschalten. Jeden Gang ca. 10 Sekunden halten. Danach wieder auf P schalten. Jetzt für 30 Sekunden die Drehzahl auf 2000 Umdrehungen halten. Damit wird der Wandler befüllt. Nun die Öltemperatur messen. Die muss zwischen 30 und 35 Grad sein. Wenn noch nicht erreicht, warten bis die erreicht ist. Wenn die zu hoch ist, warten bis die Temperatur 30 bis 35 Grad hat. Wenn die Temperatur stimmt, die Befüllschraube hier öffnen. Wenn Öl austritt, Schraube wieder schließen. Dann ist alles okay. Wenn kein Öl austritt, Öl nachfüllen, bis es rausläuft. Dann warten, bis die Öltemperatur 40 Grad erreicht hat. Wenn nichts mehr rausläuft, die Befüllschraube wieder zuschrauben. Fertig. Jetzt noch ein paar Infos. Die Befüllschraube wird mit 35 Newtonmeter festgezogen. Dafür braucht man einen 8er Inbus. Ich nehme immer das originale ATF2 Getriebeöl von BMW, aber es gibt verschiedene Alternativen, die sind billiger. Ihr müsst nur darauf achten, dass es für euer Getriebe zugelassen ist. Motoröl einfüllen nicht vergessen, sonst kommt man nicht so weit. Ansonsten war es das für heute. Ich verlinke euch alle Teile unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.